GoPro Quick, das App zu eurer GoPro, und was dieses App alles kann, wie man es verwendet und welche Abo-Versionen es gibt, das möchte ich euch in diesem kurzen Video zeigen. Zuerst einmal zu diesen Abos, zu diesen erwähnten, da hat GoPro etwas verändert. Da gibt es weiterhin dieses Premium, das ich besitze, das Premium Plus und eben dieses Standard-Abo, das es hier gibt. Ich habe hier eben dieses Premium, bezahle hier 50 € im Jahr und habe hier für meine GoPro-Aufnahmen unbegrenzten Cloud-Speicher. 25 GB habe ich Speicherplatz für Aufnahmen, zum Beispiel vom Handy oder von anderen Kameras. Falls meine GoPro kaputt geht, wird ohne zu fragen die Kamera getauscht. Bis zu 50% Rabatt auf Zubehör auf GoPro.com. Weiters habe ich einen Rabatt auf eine neue GoPro, wenn ich das Jahresabo verwende. Das sind einmal so die wichtigsten Dinge, die hier das GoPro Premium bietet. Das GoPro Premium Plus kostet im ersten Jahr 49,99 € und anschließend knapp 100 €, 99,99 €. Was kann dieses GoPro Premium Plus mehr als das normale Premium? Du hast diese Hypersmooth Pro Videostabilisierung, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich weiß nicht, ob sich das auszahlt, hier jetzt zu erweitern, das GoPro Premium Plus Abo. Und du hast bis zu 500 GB Cloud-Speicher für Aufnahmen, die nicht von deiner GoPro stammen. Das reine Quick-Abo kostet 10 € im Jahr. Das hat, glaube ich, früher gar nichts gekostet. Und du hast jetzt aber keinen Cloud, kannst aber natürlich deine Videos bearbeiten mit einer eingeschränkten Filteranzahl, mit Original-Musiktracks und Premium-Tracks. So viel zu diesen 3 Abo-Modellen. Und jetzt gehen wir zum Download. Ihr geht am besten zum App-Anbieter eures Vertrauens. Ich habe hier dieses Play Store für Android-Handys und kann hier oben dann eingeben GoPro App, und hier als zweites kommt bereits das GoPro Quick. Das öffne ich dann, beziehungsweise ihr müsst es wahrscheinlich installieren. Ich öffne es, weil ich es bereits habe. Da melde ich mich dort an, damit GoPro erkennt, welches Abo-Modell ich benutze. Hier oben seht ihr diese Wolke, diese Cloud, und dann sind wir bereits mitten im Geschehen. Nach der Installation, hier seht ihr unten bereits ARM, also Videos, die ich bereits geschnitten habe, beziehungsweise die mir Quick automatisch vorgeschlagen hat. Dann gehe ich einmal kurz auf Medien. Hier habe ich die Möglichkeit, als Abo-Nutzer, als Premium-Nutzer, habe ich hier neben der App und neben dem Smartphone noch die Cloud. Hier habe ich alle meine GoPro-Schnipseln hochgeladen. Ich gehe mal zurück aufs App und das ist einmal unser Einstieg. Hier habe ich einmal am 9. April mehrere Videoschnipseln gemacht und die möchte ich einmal alle markieren. Bleib mit dem Daumen da jetzt auf einem Video, markiere dann alle Videos an diesem Tag in diesem Kreis hier oben. Das letzte Video wähle ich ab, das habe ich schon einmal bearbeitet, und dann gehe ich hier auf Bearbeiten, diese Filmklappe hier unten in der Mitte. Dann dauert das Ganze ein bisschen. Das GoPro App erstellt jetzt selbstständig ein Video für euch mit dazu passenden Musik, holt sich ein Thema raus und schneidet auch die Länge zu. Das Ganze dauert dann ein bisschen, je nach Format und Videoanzahl. Und ihr seht, hier hat GoPro bereits ein Video für euch geschnitten. Dieses GoPro-Logo am Ende, das möchte ich gleich einmal deaktivieren. Hier seht ihr in der Zeitleiste alle unsere Schnipseln. Hier kann ich mal drauf tippen und jetzt steht schon da Outro deaktiviert. Und jetzt in dieser Zeitleiste kann ich die verschiedensten Änderungen vornehmen.
Ihr müsst aber wissen, dieses GoPro Quick App setzt jetzt keine professionelle Software wie das DaVinci Resolve. Wenn ihr jetzt längere professionelle Videos machen wollt, dann müsst ihr auf eine solche Software zugreifen. DaVinci Resolve ist ja gratis, könnt ihr downloaden, da habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht. Ich arbeite eigentlich immer mit diesem Programm, aber wenn ihr jetzt unterwegs seid bei einer Veranstaltung und ihr wollt ein paar Videoschnipseln mit euren Liebsten zu Hause teilen oder ein paar Fotos von eurer GoPro direkt von der Veranstaltung, dann ist dieses GoPro Quick App optimal. Ich kann hier mal hergehen und diesen Text am Anfang ändern. Da tippe ich einmal drauf, da steht jetzt meine Bearbeitung, das gefällt mir natürlich nicht und ich schreibe jetzt in Großbuchstaben einfach hin Vespa. Okay, sag fertig. Dann bearbeitet er wieder ein bisschen. Kann man das anschauen. Dann möchte ich das Thema ändern. Hier möchte ich auf Epic gehen zum Beispiel. Hier habt ihr die verschiedensten Möglichkeiten. Dann arbeitet das Quick wieder und stellt das Video neu zusammen, hinterlegt das mit einer neuen Musik und ihr habt eigentlich quasi ein neues Video, das GoPro automatisch für euch erstellt. Dann spielen wir das Ganze mal ab. Und ihr seht, neue Musik, neue Szenen und da wollen wir jetzt aber händisch eingreifen. Ich gehe zurück auf die Zeitleiste, schnapp mir diesen ersten Videoschnipsel, tippe da drauf auf diesen kleinen Bleistift hier in der Mitte des Bildes und sage, ich möchte hier neu zuschneiden und das ist wirklich ein Highlight dieses Apps, dass man hier einzelne Teile zuschneiden kann. Diesen alten Zuschnitt, den lösche ich einmal hier mit dem Papierkorb und dann gehe ich hier ein bisschen weiter, schauen wir das so an, ja, da gefällt es mir ganz gut, tippt auf dieses kleine Pluszeichen und schon habe ich hier einen Schnipsel, sage hier fertig, gehe gleich wieder auf den zweiten Schnipsel, auch hier könnte ich jetzt dieses Teil hier löschen, lösche ich einmal, gehe hier mal auf Plus und ich sage, ab hier möchte ich eine kleine Szene im Video haben. Perfekt, sage auch hier fertig, dann gehe ich zum nächsten Schnipsel, markiere das wieder, könnte hier jetzt außer das Zuschneiden noch andere Sachen ändern. Ich könnte hier das Objektiv ändern zum Beispiel, das will ich jetzt aber nicht. Aber was ich tun kann, ist hier Filter setzen. Und das ist schon ganz interessant. Da kann ich euch empfehlen, verwendet bei eurer GoPro, bei euren Einstellungen das flache Bildformat und nicht diese GoPro-Farben. Dann könnt ihr wunderbar in der Nachbearbeitung mit diesen 10-Bit-Aufnahmen Color Grading machen und ihr werdet ein tolles Ergebnis haben. Also ich verwende immer nur das flache, das ist Flat-Profil und kann hier jetzt auf der GoPro Quick hier ganz bequem einen Filter aussuchen, zum Beispiel, wenn es schnell gehen soll. Hier zum Beispiel dieses Cinematic. Das nehme ich hier. Ich gehe jetzt hier oben auf alle anwenden, das heißt auf alle Clips anwenden. Das dauert natürlich dann ein bisschen. Dann wird dieser Filter, damit er gleichmäßig ausschaut, einheitlich ausschaut, auf alle Videoschnipseln angewendet. Jetzt könnte ich natürlich auch hergehen, für diesen Videoschnipsel könnte ich die Geschwindigkeit ändern. Kann jetzt hier sagen, ich gehe mal so ein bisschen hervor, wische das so her. Hier beim Namen, da möchte ich ein Plus setzen. Und in diesem Bereich möchte ich nur die halbe Geschwindigkeit haben. Seht ihr, jetzt hat das GoPro Quick hier automatisch verlangsamt, damit dieser Schriftzug im Bild ist. Und dann kann ich wieder fertig drücken. Ja, der Look gefällt mir so.
Hier kann ich noch die Musik verändern. Hier habt ihr je nach Abo eine Vielzahl an Möglichkeiten, hier Musik auszuwählen. Nun könnte ich hier noch die Länge ändern, die Länge des Videos, zum Beispiel verkürzen auf ein Instagram-Video, auf ein 15-Sekunden-Video. Das mache ich jetzt einmal. Gehe hierher auf 15 Sekunden, sage ich. Am besten für Instagram. Das schlägt das App bereits vor. Und dann wird eben von diesen 21 Sekunden auf 15 Sekunden gekürzt. Natürlich hat jetzt das App eine neue Zusammenstellung gemacht. Ich müsste jetzt diesen Schnitt am Anfang, wo dieser Hintergrund nicht so schön ist, ändern, noch einmal manuell eingreifen. Das kann ich jetzt euch noch einmal kurz zeigen. Gehe da hier nochmal auf dieses Video her. Sagt, dieser Schnitt hier am Anfang, der passt mir jetzt nicht. Hier seht ihr, hier ist nur die Garage zu sehen. Das lösche ich jetzt und da gehe ich jetzt ein bisschen weiter zurück. So, hierher. Dann setze ich ein Pluszeichen. Okay. Sag fertig. Ja, das schaut schon ein bisschen besser aus jetzt. Und jetzt könnte ich hier noch am Ende, das ist auch ganz interessant, noch formatieren das Ganze. Hier zum Beispiel auf ein 1:1 Verhältnis. Dann rechnet GoPro Quick das Ganze um für euer Instagram-Profil zum Beispiel, damit dieses Video in 1:1 erscheint. Oder klassisch 16:9, 9:16, 3:4, was das Herz begehrt. Ich bleibe jetzt einmal bei 16:9 und kann hier, wenn ich dann zufrieden bin mit dem Ergebnis, hier oben auf Speichern gehen. Das Ganze dauert dann auch ein bisschen, je nach Auflösung und Länge des Videos. Und ihr seht hier jetzt in den Arm und im Studio seht ihr jetzt bereits euer Video. Das könnte ich jetzt, das was ich gestern vorbereitet habe, könnte ich jetzt zum Beispiel löschen, Bearbeitung löschen. Und dieses 16 Sekunden Video habe ich jetzt. Hier seht ihr diese Wolke. GoPro lädt bereits automatisch in die Cloud diese Bearbeitung hoch und ich könnte jetzt hierher gehen auf diesen Pfeil, auf das Smartphone speichern, einen Freigabelink erstellen. Das heißt, ich kann dann den Link verschicken und der Empfänger dieses Links kann dann direkt auf der Cloud dieses Video ansehen und downloaden. Dann kann ich hier natürlich auf Medien teilen gehen. Zuerst die Exportqualität einstellen, da würde ich jetzt unbedingt von 5K runterfahren auf 720 zum Beispiel. Den Codec kann ich verändern und dann kann ich auf Weitergehen. Dann verarbeitet das Quick jetzt das Video und ihr könnt das Ganze hier natürlich auch ganz normal auf WhatsApp oder anderen App-Anbietern teilen. Soviel zu GoPro Quick. Wenn ich euch weiterhelfen habe können, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen.